Lieber Dieter Schwarz, herzlich willkommen bei uns. 1996 warst du beim Kunstmuseum Winterthur und hast dort Michael Venezia ausgestellt. Was waren die Hintergründe, was hat dich bewegt, diesen Künstler dort auszustellen? Ich hatte ihn ein paar Jahre vorher in einer amerikanischen Galerie erstmals gesehen und er war ein Künstler, der sich innerhalb der neueren amerikanischen Malerei auszeichnete durch seine besondere Art und Weise, an das Bild heranzugehen. Und das hat mich sehr interessiert. Ja. Das ist schon interessant, dass Venezia sich mit dem Thema Rahmen, den Rändern befasst, also dass die Malerei sich auf den Rand hin verlagert. Das sieht man bei Malern wie bei Joe Baer oder Ralph Humphrey ein bisschen früher, also dass man weggeht vom Zentrum des Bildes und dass sich das Farbgeschehen eigentlich auf den Rand konzentriert. Die entscheidende Erfindung von Venezia war, um diese Zeit, um 1970, die Bildfläche zu komprimieren. Wegzugehen von den großen quadratischen oder auch rektangulären Bildflächen und eigentlich nur noch einen schmalen Streifen als Träger, als Bildträger zu wählen. Das war eigentlich eine Erfindung, die es so vorher nicht gegeben hat. Die Betrachtung des Bildes verläuft ganz anders. Wenn man vor einem Bild wie vorher steht, dann schaut man das mit den Augen an, in beide Dimensionen, Höhe und Breite. Das war ja ein vertikales Bild. Hier hat man eigentlich fast nur noch die Horizontale und die Höhe ist eben ganz zusammengeschrumpft. Das Zweite ist eben, dass der Farbauftrag jetzt auf ganz direkte Weise geschieht. Venezia läuft mit der Spraypistole der Fläche entlang, dem oberen Rand entlang. Das Bild liegt vor ihm auf dem Tisch und sprayt. Und dieser Vorgang ist identisch mit der Herstellung des Bildes. Es gibt keine Korrektur, es gibt nichts anderes, es gibt nur diesen einen ungebrochenen Malvorgang. Und das andere ist die Entscheidung, diese Silberfarbe zu wählen. Es ist eine Nichtfarbe, es ist ja nicht rot, blau, gelb, keine Primärfarbe, es ist auch keine gemischte Farbe. Es ist ein Lack, wie man ihn vielleicht für Autos nehmen würde. Und diese Nichtfarbe hat aber zur Folge, dass diese Oberfläche reflektiert. Das Licht spielt darauf und das Licht wird immer anders sein, ob das Bild hier hängt oder an einem anderen Ort. Die Erscheinung verändert sich entsprechend und diese Nichtfarbe hat den Vorteil eben, dass sie eigentlich auch wieder in den Raum des Betrachters hineingreift, nämlich sie reflektiert und man ist dort, wo man steht, sieht man das Bild auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist natürlich zunächst eine Reduktion, sozusagen, um sich selbst eine Struktur zu geben. Aber Reduktion heißt ja nicht, dass es einfacher wird oder beschränkter wird, sondern es heißt einfach, dass man das Feld neu definiert und innerhalb dieses Arbeitsfeldes gibt es dann ganz neue Möglichkeiten. Also Reduktion ist nicht weniger, sondern Reduktion ist einfach etwas anderes, also eine andere Definition der Malerei oder des malerischen Feldes. Und auf diesem Feld eröffnet sich dann etwas, was vorher so nicht gesehen wurde. In dem Sinne führt die Reduktion einfach zu einem neuen Seherlebnis. Ja. Michael Venezia hatte das Glück, zufällig als junger Mann, als er im Museum of Modern Art in der Postabteilung arbeitete, andere junge Künstler kennenzulernen, die auch dort tätig waren, um Geld zu verdienen. Sol LeWitt, Robert Ryman, Dan Flavin. Und sie sind lebenslange Freunde geworden. Und Sol LeWitt ist nun wirklich kein Maler, aber Sol LeWitts Vorstellung, die er in den 60er Jahren entwickelte, nach Regeln zu arbeiten, sich strenge Regeln zu geben und danach zu schauen, was sich daraus ergibt, das kann man natürlich auch bei Michael sehen. Die Regel ist ein Spraystoß oder mehrere Spraystöße und dann ergibt sich etwas daraus. Oder Robert Rymans lebenslange Bemühung um die Malerei, die einzelnen Teile der Malerei präzise zu definieren und daraus Bilder zu entwickeln und auch etwas zu machen, was man vorher so nicht gesehen hat. Auch das findet sich bei Venezia auf ganz andere Weise. Und dann vielleicht bei Flavin der Gedanke eben des Reflektieren des Lichts. Da ist diese Röhre, die für sich nicht interessant ist, aber das Licht strahlt aus in den ganzen Raum. Und so ist es ja auch mit dieser Metallfarbe, die reflektiert. Und das Zweite ist, dass er in seiner Malerei deutlich auf die 3 Momente hinweisen wollte. Auf den Träger. Der Träger ist eben ausgesprochen prononciert durch seine Länge. Man sieht auch diesen Träger an den Rändern deutlich sichtbar für sich als Leinwand. Zweitens die Farbe, von der wir ja schon geredet haben. Und drittens den Farbauftrag. Und der Farbauftrag wird hier noch deutlicher thematisiert
als in dem Bild, das wir zuvor gesehen haben, mit seiner homogenen Oberfläche. Das Heterogene, das, was sich hier trennt, das bereitet eigentlich die Trennung der Farben vor, die dann in den 80er und 90er Jahren bei Venezia wichtig werden wird. Dass Venezia in den 80er Jahren von der Leinwand wegging und Holzblöcke, zuerst Holzleisten und dann Holzblöcke als Träger wählte. Und das war nicht nur das war nicht nur ein neues Material, das war auch eine ganz andere Weise zu arbeiten. Denn er ließ sich diese Holzblöcke auf bestimmte Längen zuschneiden, 1 Meter oder etwas weniger, ein bestimmtes Inventar von Trägern, und er begann dann diese Holzblöcke farbig, wie du gesagt hast, mit dem Spachtel oder mit anderen Instrumenten zu bearbeiten. Einzeln für sich, legte sie dann auf die Seite. Und nachdem er einen genügend großen Vorrat von solchen Holzblöcken hatte, eine Bibliothek könnte man sagen, oder ein Inventar, begann er diese Holzblöcke miteinander zu kombinieren, zusammenzustellen, zuerst zu dritt, zu zweit oder zu dritt, dann sogar in mehreren Lagen, 2 oder 3 Lagen, dann zu verschieben, und so ergaben sich Kombinationen von Farben. Und dann kommt man natürlich schon kommt einem in Erinnerung, dass Venezia, wie die meisten Künstler seiner Generation, geprägt ist vom abstrakten Expressionismus. Und dieses Wort muss man schon noch in die Runde werfen, denn was heißt abstrakter Expressionismus? Abstrakter Expressionismus heißt, eine Markierung zu setzen auf die Bildfläche, dann eine zweite und zu schauen, was sich daraus ergibt. Und dann eine dritte, eine vierte und so weiter. Und nicht direkt zu komponieren, sondern mit diesen Markierungen zu arbeiten und das Zufällige dazu zu nehmen. Die Farben auf diesen Holzblöcken sind Markierungen, die jetzt neben oder übereinander gelegt werden, und dann ist ein Block eine Markierung, die dann kombiniert wird, konfrontiert wird mit anderen Markierungen, und so entsteht zusammen etwas. Also Venezia hat in seiner Künstlerkarriere nur in einer bestimmten Periode überhaupt Arbeiten auf Papier gemacht, nämlich eben in den 1970er Jahren. Und es wurde ihm damals klar, dass dieses Sprayen auf Papier visuell etwas ganz anderes hervorbringt als auf der Leinwand. Und davon hat er profitiert. Das Papier ist sozusagen unerbittlicher, weil jede kleinste Spur sichtbar ist auf diesem sehr glatten Karton oder Papier, das er damals verwendet hat. Und er hat das noch gesteigert, indem er eigentlich Versuchsanordnungen hergestellt hat, beispielsweise ein Gitter, ein Rastergitter, an dem an bestimmten Punkten dann die Farbe aufgesprüht wird, oder hier an den Rändern klar abgemessen, von wo aus erfolgt dieser Farbstoß. Er hat beispielsweise eine Kartonröhre verwendet, sie auf das Papier gehalten und dann durch die Kartonröhre gesprayt. Die Farbe sammelt sich unten, wenn man die Röhre wegnimmt, verläuft sie auf verschiedene Art und Weise, je nach der Quantität, der Dauer des Sprühstoßes. Und so entstehen vollkommen exzentrische Formen. Also der Ansatz ist systematisch und die Form ist vollkommen frei und unkontrollierbar. Und das ist auf der Leinwand in dieser Art und Weise nicht möglich, weil er dort ja einfach diesen Zeitablauf eingehalten hat, hier aber eben die Orte auf der Fläche. Bei den großen Leinwänden hat er jeweils nur von der Seite her diese Farbe aufgetragen. Hier aber hat sich das Papier, weil es ja übersichtlich ist, dafür geeignet, an verschiedenen Orten auf der Fläche dann diese Farben anzubringen.